Hallo ihr Lieben, heute gibt es ein Review von mir für die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse und das nach 5 Monaten täglicher Nutzung. Wie gut ist sie wirklich? Ich teile mit euch meine Erfahrungen, die Vorteile, die mir aufgefallen haben und auch ein paar Schwachstellen. Außerdem schauen wir uns an, ob sie hält, was sie verspricht und ob sich die Anschaffung wirklich lohnt. Und das Beste, ihr habt die Chance, genau dieses Modell zu gewinnen, also bleibt unbedingt ganz bis zum Ende dabei. Lasst uns loslegen. Die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse haben wir schon seit über 5 Monaten. Ich habe das Gerät von Cosori zur Verfügung gestellt bekommen, um es zu testen. Und ich habe direkt dann auch ein Video daraus gemacht, meine ersten Eindrücke, und dieses Video werde ich für dich noch hier verlinken. Und jetzt geht es um die Vorteile, was ich nach 5 Monaten täglicher Nutzung, fast täglicher Nutzung, es gibt kaum Tage, wo wir die Cosori Turbo Blaze nicht benutzen, und manche von diesen haben sich nicht geändert von der ersten Eindruck. Manche haben sich dann geändert oder entwickelt sozusagen, und das erste ist der Design. Das habe ich auch schon in meinem vorherigen Video gesprochen. Ich finde diese moderne, schlichte Design richtig schön. Die passt farblich, finde ich, zu jeder Küche und ist wirklich ein Eye-Catcher. Was mir auch noch gefällt, ist der LED-Display. Das habe ich auch in meinem ersten Video gesagt. Ich finde diesen Display richtig schön. Es ist richtig modern und es ist ganz einfach zu bedienen. Was auch für uns und ich finde für viele ganz wichtig ist, dass der Gerät kompakt ist, und ob das jetzt eine kleine Küche ist oder eine große Küche, braucht man immer extra Platz, und wenn ich neue Geräte kaufe, ist das für mich kein unwichtiger Punkt. Die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse, wie ihr hier seht, ist ganz schön kompakt, aber was für mich richtig überraschend war, war die Größe des Volumens. Ich zeige euch, es ist richtig groß, der Korb ist richtig groß, obwohl die Cosori Turbo Blaze nicht so groß ist. Es sieht nicht groß aus und nimmt auch nicht viel Platz in der Küche, aber in der Korb passt auch ein großes ganzes Hähnchen. Ich habe auch schon Hackbällchen in der Heißluftfritteuse gekocht oder zubereitet, und da passen auch sehr viele rein. Man kann auch Kartoffeln, eine große Portion für mindestens 4 Personen auf einmal hier zubereiten. Es sind unendliche Möglichkeiten, und das war für mich ein großes Vorteil, da ich das natürlich mit unserer vorherigen Heißluftfritteuse im Vergleich gestellt habe. Wir haben die Ninja Dual Heißluftfritteuse, die ist eine Zweikammer Heißluftfritteuse, und natürlich die hat eigene Vorteile. Man kann 2 Sachen auf einmal zubereiten, aber die Fächer an sich, jeder Fach ist richtig klein. So, wenn ich jetzt die 2 vergleiche, man sieht schon den Unterschied. Und zum Beispiel, wenn du ein ganzes Hähnchen zubereiten möchtest, dann kannst du den nicht in dieser zubereiten, weil es passt einfach nicht rein. Natürlich kann man das in 2 Teile teilen und dann in den 2 Fächern auf einmal kochen, aber ich finde das viel praktischer, und es gibt auch viele andere Gerichte, die du nicht wirklich teilen kannst in 2 und die ich jetzt mit der Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse auch in dem Airfryer zubereiten kann. Was ich auch gemerkt habe, und das habe ich erst nachdem ich viel mit der Cosori Essen zubereitet habe gemerkt, ist, wie leise das Gerät wirklich ist. Manchmal mache ich den Gerät an und gehe ins Wohnzimmer, Fernseher zu schauen, und dann versuche ich zu hören, ob es noch an ist, und dann denke ich, dass ich vergessen habe, es anzumachen. Dann komme ich wieder zur Küche und sehe, dass es wirklich an ist. Sie ist wirklich leiser. Bei manchen Einstellungen wie Backen hört man den Gerät kaum, auch wenn man in der Küche ist. Bei den Einstellungen, wo die Lüftung etwas stärker ist der Gerät natürlich etwas lauter, aber trotzdem wirklich leiser. Ich würde sogar sagen, dass es
viel leiser als unser altes Gerät ist, aber das werde ich noch messen und dann werden wir das auch direkt sehen, ob es wirklich so ist oder ob ich mir es nur so angebildet habe. Was für mich auch ein richtig großes Vorteil ist, ist die Energieersparnis. Und wie gesagt, bei unserem alten Gerät könnten wir nicht alles in der Heißluftfritteuse zubereiten, weil die Fächer dann doch etwas klein sind. Bei der Cosori ist der Fach so groß, die hat eine 6 Liter Volumen und da gibt es kaum Sachen, die ich nicht in der Heißluftfritteuse zubereiten kann. Und das finde ich wirklich toll. Ich muss sehr selten den Backofen anmachen und das ist für uns ein richtig großes Energieersparnis. Was auch richtig toll ist, dass viele Gerichte, die man im Backofen zubereiten kann, genauso wie in der Heißluftfritteuse, werden viel schneller in der Heißluftfritteuse zubereitet als im Backofen. Mit einer Heißluftfritteuse frittiert man die Lebensmittel nicht so wie bei einer herkömmlichen Fritteuse, sondern man kocht das gesund so gleich wie im Backofen. Und bei manchen Gerichten, wenn man auch noch den Gittereinsatz verwendet, dieses hier, dann tropft der Fett in das Behälter, bleibt nicht an dem Fleisch zum Beispiel und somit wird das Essen auch mit weniger Fett zubereitet. Und als letztes, ich finde, dass es ein richtig großes Vorteil ist, wie einfach die Reinigung ist. Was ich normalerweise mache, so wenn ich ein Hähnchengericht zum Beispiel zubereite, ein ganzes Hähnchen, dann lasse ich den Fett erst kühlen, dann kann ich den auch mit einem Papiertuch erst abwischen und danach mit heißem Wasser das Ganze abspülen. Den Gittereinsatz kann man ganz einfach entfernen. Da bleibt nichts wirklich kleben. Ich weiß nicht, ob das der Beschichtung ist. Das habe ich auch gemerkt bei unserer Ninja. Das ist etwas anders. Irgendwie bleibt vieles ganz stark an den Gittereinsätzen kleben, wo bei der Cosori auch Kartoffeln und solche Sachen, die manchmal etwas kleben bleiben, die bleiben nicht kleben und so werden die auch schön knusprig von allen Seiten und man kann die auch ganz einfach schwenken während des Kochens. Und dann auch für Reinigung ist das nicht weniger wichtig, weil da keine Teile dann an dem Gitter kleben. Man kann das Ganze ganz einfach abspülen und dann ist der Gerät wieder einsatzbereit. So, dann kommen wir zu den Nachteilen und hier geht es wirklich um Meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen, weil diese Nachteile sind für mich persönlich keine Entscheidung, die Cosori nicht zu empfehlen. Das sind wirklich Kleinigkeiten, zu denen man sich etwas anpassen kann und die dann den täglichen Nutzung des Geräts nicht wirklich stören. Das erste Nachteil für mich ist dieser Licht hier, der immer an bleibt, wenn der Gerät ins Netz geschlossen ist. Ich hoffe, so sagt man das. So, wenn der Gerät angeschlossen ist, dann bleibt der Licht an und sowas mag ich persönlich nicht. Ich mag, dass die Geräte dann, man kann die Geräte komplett ausmachen und dann weiß man, dass die keine Energie verbrauchen. Ich weiß natürlich nicht, wie viel Energie das verbraucht, wahrscheinlich sehr wenig. Was ich dann normalerweise mache, ist, ich nehme es einfach aus dem Stecker und dann ist dieses Problem auch gelöst. Die zweite Nachteil, was ich gemerkt habe, wenn jemand von euch auch genau die gleiche Maschine hat, diesen genauen Gerät und ihr kennt euch damit etwas besser, dann schreibt mir bitte gerne in die Kommentare. Was ich gemerkt habe, dass bei manchen von den Programmen die maximale Zeit, die man einsetzen kann oder eingeben kann, ist 60 Minuten. Und ja, die Heißluftfritteuse ist dafür gemacht, dass man schnell kochen kann und das Essen schneller vorbereiten kann. Aber manchmal brauche ich mehr als diese eine Stunde und ich würde es gerne auch direkt dann so eingeben. Geht nicht. Ich weiß nicht, wahrscheinlich mache ich da irgendeinen Fehler. Wie gesagt, wenn ihr euch damit auskennt, dann schreibt mir bitte in den Kommentaren. Für mich ist das ein kleines Nachteil. Natürlich wieder stört nicht so,
weil man es dann nochmal anmachen kann und in dieser Zeit dann auch nachschauen kann, wie das Essen aussieht, ob man die Temperatur etwas anpassen soll und die Zeit auch anpassen soll. Daher ist das für mich auch nicht so ein großes Nachteil. Und das nächste Nachteil habe ich eigentlich auch in den Amazon-Bewertungen gelesen. Das ist dieser Gitter. Und zwar geht es darum, dass wenn man das Essen so aus dem Korb rausholen will, fehlt das Gitter auch aus. Und das kann etwas gefährlich sein oder gefährlich in Maßen, weil das Gitter richtig heiß ist, nachdem das Essen zubereitet wurde. Und man muss wirklich vorsichtig dann den Korb so anlehnen oder das Essen so rausholen, dass man es nicht einfach ausfallen lässt. Schon in meinem ersten Review habe ich gesagt, dass für mich das kein wirkliches Nachteil ist, weil man sich dann daran gewöhnt, man weiß, dass das passieren kann und man einfach das Essen anders rausholt. Was mir an dieser Sache dann doch etwas mehr gefällt, weil bei unserer anderen Heißluftfritteuse, die Ninja, kriegt man den Gitter nicht so einfach raus. Und wenn du dann heißes Essen hast und zum Beispiel irgendwas ist durch den Gitter gefallen und du willst das auch aus dem Korb holen, dann ist es richtig schwer, ein Gitter rauszuholen, der stecken bleibt, so wie bei der Ninja. Bei der Cosori Turbo Blaze kannst du die dann einfach rausholen, entweder mit Handschuhen oder irgendwas, was hitzebeständiges ist oder mit Zangen, dann geht es einfach und du kannst auch den Rest von Essen aus dem Korb holen. Und das letzte Nachteil, wieder meckern auf hohem Niveau, würde ich sagen, sind die Rezepte in dem Cosori Rezeptbuch. In diesem Buch sind vorgeschlagene Temperaturen und auch Rezepte, die man dann in der Heißluftfritteuse zubereiten kann. Ich muss aber sagen, dass das Gleiche gilt auch für die Ninja. Wir haben auch dafür genauso ein Rezeptbuch bekommen und genau das Gleiche auch gemerkt. Was wir gemerkt haben, ist, dass die Temperaturen, die empfohlene Temperaturen sehr hoch sind und dann die Zubereitungszeit vielleicht auch zu lang ist. Und wenn man das Essen nach diesen Empfehlungen zubereitet, wird es zwar ganz schnell fertig, aber sehr oft wird der Fleisch dann etwas trocken oder der Fisch wird etwas trocken und es kann sein, dass die Gemüse dann zu durch werden. Das finde ich, ist aber so eine Geschmackssache und wenn du wirklich Zeit sparen möchtest, dann ist das eine ganz tolle Art, das Essen zu zubereiten. Aber wenn du so eine Feinschmecker bist und wirklich willst, dass das Essen zum Perfektion gekocht ist, dann musst du etwas selber testen, um die perfekte Garstufe und die perfekten Temperaturen und die Garzeit für dich zu finden. Wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Ich kann mir vorstellen, dass jemandem es gar nicht stört, aber ich wollte das euch auch erzählen. Aber ich finde, da ist jeder etwas anders und daher ist das auch für mich kein großer Nachteil oder ein Nachteil, das mir dann den Kaufentscheidung ändern würde. So, jetzt kommen wir zur Zusammenfassung und ich kann nur sagen, ich liebe dieses Gerät. Ich habe es schon an meine Familie und Freunde empfohlen, weil, wie gesagt, wir nutzen die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse fast täglich für viele verschiedene Gerichte. Mein Mann backt sich morgens sehr gerne Brötchen in der Heißluftfritteuse auf. Ich koche gerne mit der Heißluftfritteuse, ob es jetzt Omelette ist oder Hackbällchen oder ein ganzes Hähnchen. Das Hähnchen wird nämlich super saftig in der Heißluftfritteuse oder ob das sogar ein Pfannkuchen ist, liebe ich mit der Heißluftfritteuse zu kochen. Ich finde, es ist super vielseitig
vielseitig, es spart Energie, es kocht das Essen in einer gesunden Art und es spart auch Zeit. Vor allem, wenn du ein kompaktes, modernes und schlichtes Gerät suchst, der leiser ist, energiesparend und das Essen auf eine gesunde Weise zu vorbereiten, dann kann ich dir auf jeden Fall die Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse empfehlen. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel. Du kannst so eine Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse gewinnen. Was du dafür machen musst, du musst meinen Kanal abonnieren, diesem Video ein Like hinterlassen und dann mir in den Kommentaren schreiben, warum du dieses Gerät gewinnen möchtest. Teilnahmeschluss ist am 20. Februar und am 23. werde ich in einem Video den Gewinner bekannt geben. Das Gewinnspiel wird von Cosori unterstützt und das Gerät zur Verfügung gestellt. Alle detaillierte Teilnahmebedingungen findest du unten in der Videobeschreibung. Danke, dass du dabei warst. Ich hoffe, mein Review hat dir gefallen und dass du den auch hilfreich fandest. Wenn du noch mehr Fragen zum Cosori Turbo Blaze Heißluftfritteuse hast, dann kannst du mich gerne in den Kommentaren anschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.